Der Libertarismus vertritt in der Debatte um die Willensfreiheit die Gegenposition zum Determinismus und behauptet, dass der Mensch sehr wohl einen freien Willen hat. Was es mit dieser philosophischen Position genau auf sich hat und welche Einwände gegen sie vorgebracht werden, erfährst du in diesem Video. Der Begriff Libertarismus oder Libertarianismus leitet sich ab von dem lateinischen Wort libertas, Freiheit. Es handelt sich um eine philosophische Position, die den freien Willen bejaht und den Determinismus ablehnt, da dieser inkompatibel zur Willensfreiheit ist. Als ein berühmter Libertarier wird teilweise Immanuel Kant genannt. Dieser nimmt jedoch eine Sonderposition innerhalb des Libertarismus ein, da er den Determinismus, zumindest für den Bereich der Erscheinung, nicht ablehnt. Willensfreiheit gibt es seiner Ansicht nach nur in der Vernunftwelt, nicht in der Sinnwelt. Wichtige zeitgenössische Vertreter des Libertarismus sind die US-amerikanischen Philosophen Roderick Chisholm, Robert Kane und Peter van Inwagen sowie der deutsche Philosoph Gerd Keil. Folgende 3 Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man von Willensfreiheit sprechen kann. Das Prinzip alternativer Möglichkeiten meint, dass die Person auch eine andere Entscheidung hätte treffen können. Es gab also im Augenblick der Entscheidung Handlungsalternativen, die dem Handelnden zur Verfügung standen. Die 2 weiteren Prinzipien sind das Autonomieprinzip und das Prinzip der Urheberschaft. Beide Prinzipien grenzen freie Handlungen und Entscheidungen von Ereignissen ab, und zwar einerseits von Ereignissen, die allein durch externe Faktoren determiniert oder sogar erzwungen sind, und andererseits von rein zufälligen, indeterminierten Ereignissen. Autonom können Handlungen nur sein, wenn sie nicht vollständig von äußeren Einflussfaktoren abhängen, wenn sie also auf selbstbestimmten, autonomen Grundsätzen beruhen. Die Entscheidung unterliegt also der Kontrolle der Person und wurde beispielsweise nicht erzwungen. Im Alltag wird dieses Prinzip daran deutlich, dass wir vor allem solche Handlungen als freie Handlungen ansehen, die durch überlegte, abgewogene und reflektierte Entscheidungen gekennzeichnet sind. Rein zufällige Handlungen sind somit keine freien Handlungen. Das 3. Prinzip schließlich, das Prinzip der Urheberschaft, besagt, dass die Entscheidung von der entscheidenden Person selbst getroffen wurde. Betrachten wir diese Prinzipien einmal genauer. Bei der Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat, geht es im Grunde darum, wie der Mensch einen Willen bildet. Libertarier nehmen an, dass es hierbei Handlungsalternativen gibt. Im Zentrum der libertarischen Freiheitsauffassung steht das So- oder Anders-Können unter gegebenen Bedingungen. Es steht laut Libertarismus zu keinem Zeitpunkt vor dem tatsächlichen Handlungsbeginn fest, ob die Handlung stattfinden wird oder nicht. Anders ausgedrückt, vor Handlungsbeginn gibt es keine kausal hinreichenden Bedingungen für das Stattfinden der Handlung. Die Person kann die Handlung stets noch unterlassen, weiter überlegen und sich umentscheiden. Ein Beispiel für das So- oder Anders-Können ist das Entscheidungsvermögen. Die menschliche Fähigkeit, sich zu entscheiden, meint nichts anderes, als sich in einer gegebenen Situation so oder anders zu entscheiden. Diese Auffassung ist unvereinbar mit dem Determinismus, der ja behauptet, dass der gesamte Weltlauf von Ewigkeit her durch Anfangsbedingungen und Naturgesetze festgelegt ist. Libertarier unterscheiden zwischen dem allgemeinen Prinzip der alternativen Möglichkeiten und dem spezifischeren Prinzip des Anders-Handeln-Könnens. Ersteres betrifft den Weltlauf als Ganzen, letzteres ist nur auf Handlungen bezogen. Das allgemeine Prinzip der alternativen Möglichkeiten sagt, dass es zu einem gegebenen Zeitpunkt stets verschiedene Möglichkeiten des Weiterverlaufs gibt. Das Prinzip des Anders-Handeln-Könnens sagt, dass ein Akteur unter den gleichen Bedingungen auch anders hätte handeln können. Das Anders-Handeln-Können ist offensichtlich eine Spezifizierung des allgemeinen Prinzips. Wir können schließlich nur dann so oder anders handeln, wenn es im Weltlauf alternative Möglichkeiten gibt. Unsere Handlungen sind nämlich Teil des Weltlaufs und wenn jemand anders hätte handeln können, dann hätte auch etwas anderes geschehen können. Gerd Keil definiert Willensfreiheit als Vermögen der hindernisüberwindenden Willensbildung. Dieses Vermögen hat der Mensch auch dann noch, wenn gewisse Hindernisse vorhanden sind. Menschen können ihren Willen auch unter erschwerten Bedingungen kontrollieren. Sie können bestehende Wünsche vernünftig prüfen und dann entscheiden, ob sie diese in die Tat umsetzen. Menschen können Gründe erwägen, gute Gründe erkennen und sich von ihnen leiten lassen. Im Recht wird dieses Vermögen Einsichts- und Steuerungsfähigkeit genannt. Menschen setzen also ihre Wünsche, Neigungen und Affekte nicht automatisch in Handlungen um, sondern können innehalten und dann erst entscheiden.
Die meisten unserer Neigungen und Antriebe haben wir nicht selbst gewählt, unseren Willen jedoch können wir selbst bilden und umsetzen. Doch welche Hindernisse muss der Mensch bei der Willensbildung überwinden? Zu diesen Hindernissen zählen beispielsweise Versuchungen, Leidenschaften, schlechte Gewohnheiten, Gruppendruck. Der Mensch hat laut Keil die Fähigkeit, solche Hindernisse zu überwinden. Diese Fähigkeit kann jedoch teilweise gestört sein, beispielsweise bei einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Erkrankung. Auch Kinder haben die Fähigkeit noch nicht in vollem Maße. Es gibt also graduelle Abstufungen bei den freiheitskonstitutiven Fähigkeiten des Menschen. Sie werden allmählich erworben und können ganz oder teilweise wieder verloren gehen. Wenn wir bestimmte Handlungen moralisch oder rechtlich einem Menschen zuordnen, unterscheiden wir sehr deutlich zwischen pathologischen und nicht pathologischen Fällen. Einem aggressiven Menschen fällt es wahrscheinlich schwerer, keine Körperverletzung zu begehen, als einem sanftmütigen Menschen. Solange jedoch bei ihm kein krankhafter Fähigkeitsverlust diagnostiziert wird, verlangt man von ihm ganz einfach, sich mehr anzustrengen. Die Pflicht zur Rechtstreue ist in unserer Gesellschaft nicht davon abhängig, wie schwer es im Einzelfall fällt, ihr nachzukommen. Ungünstig veranlagte Menschen müssen sich mehr anstrengen als andere, um irrationale, unmoralische oder strafbare Handlungen zu unterlassen. Wichtig hierbei ist Folgendes: Für psychisch mehr oder weniger gesunde Menschen gibt es keine unwiderstehlichen Versuchungen. Es gibt diesbezüglich keine biologisch vorgegebene Grenze. Unterdurchschnittlich ausgeprägte Steuerungsfähigkeiten lassen sich durch erhöhte Anstrengung kompensieren. Kant illustrierte dies mit dem Gedankenexperiment des Galgentests. Wer unter Androhung des Todes Versuchungen widerstehen kann, ist offenbar grundsätzlich fähig dazu. Die Frage der Willensfreiheit ist vor allem relevant für die Zuschreibung moralischer und rechtlicher Verantwortung. Unsere normative Praxis des Tadelns und Strafens passt sehr gut zur Ansicht des Libertarismus. Beispielsweise sagen wir zu anderen oder zu uns selbst: Das hättest du nicht tun sollen. Damit unterstellen wir, dass die Person unter den gegebenen Bedingungen anders hätte entscheiden und handeln können. Wenn die Person nicht anders handeln konnte, macht weder Lob noch Tadel einen Sinn. Moralische Vorwürfe werden dann gemacht, wenn die Person ihre vorhandenen Fähigkeiten nicht angemessen ausgeübt hat. Diese Praxis zeigt sich auch in unserem Strafrecht. Die Schuldfähigkeit eines Täters wird im Artikel 20 des Strafgesetzbuchs genau dann verneint, wenn er unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Ist der mindestens 14 Jahre alte Täter zum Tatzeitpunkt einsichts- und steuerungsfähig, dann ist er auch schuldfähig. Dabei ist irrelevant, ob er von seiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit angemessenen Gebrauch gemacht hat. Dass die Fähigkeiten vorhanden waren, genügt für seine Schuldfähigkeit. Die entscheidende Frage lautet also in Moral und Recht: Konnte die Person nicht anders handeln oder wollte sie nicht anders handeln? Freiheit ist für Libertarier nicht nur mit dem Determinismus, sondern auch mit Indeterminiertheit im Sinne von bloßem Zufall unvereinbar. Freies Handeln meint selbstverständlich nicht, dass dieses Handeln durch Naturgesetze und Anfangsbedingungen determiniert ist. Freies Handeln ist aber auch nicht bloß zufälliges Handeln. Bloß zufälliges Handeln ist nämlich irrational und unerklärlich. Niemand kann dafür verantwortlich gemacht werden. Freiheit setzt also nicht nur voraus, dass mein Handeln, zumindest manchmal, nicht naturgesetzlich determiniert ist, sondern auch, dass es nicht bloß zufällig ist. Neben naturgesetzlicher Determiniertheit und bloßem Zufall muss es also etwas Drittes geben. Dieses Dritte ist für die meisten Libertarier die sogenannte Akteurskausalität. Eine Handlung ist nur dann frei, wenn sie weder naturgesetzlich determiniert ist, noch rein zufällig stattfindet, sondern durch den Handelnden selbst hervorgerufen wird. Freie Entscheidungen sehen für einen Libertarier so aus: Wenn ich mich frage, ob ich A oder B tun soll, habe ich normalerweise für beide Alternativen Gründe, also sowohl Gründe für A als auch Gründe für B. Aber weder diese Gründe noch andere Umstände determinieren meine Entscheidung, sondern ich selbst bin es, der sich angesichts der Gründe für A oder für B entscheidet. Nichts im vorherigen Weltlauf determiniert also, wie ich mich entscheide. Wenn ich mich für A entscheide, könnte ich mich unter genau denselben Bedingungen auch für B entscheiden. Ich bin der Urheber meiner Entscheidung. Freiheit im libertarischen Sinne setzt voraus, dass der Weltverlauf nicht vollständig durch den Zustand der Welt und die Naturgesetze determiniert ist.
Ich als Akteur kann entscheiden und diese Entscheidung ist nicht durch vorhergehende Ereignisse kausal determiniert. Neben der normalen Ereigniskausalität gibt es für Libertarier also noch eine andere Art von Kausalität, Akteurskausalität. Ereigniskausalität meint, dass ein Ereignis ein anderes notwendigerweise nach sich zieht. Zum Beispiel, das Haus geriet in Brand, weil es im Keller einen Kurzschluss gab. Hier haben wir es mit zwei Ereignissen zu tun, dem Kurzschluss im Keller und dem Brand des Hauses. Das erste Ereignis war die Ursache des zweiten. Der Kurzschluss im Keller war die Ursache für den Brand des Hauses. Neben der Ereigniskausalität gibt es nun im Libertarismus auch die Akteurskausalität. Hierbei wird ein Ereignis nicht durch andere Ereignisse, sondern durch eine handelnde Person direkt verursacht. Der wichtigste Einwand gegen den Libertarismus ist der Zufallseinwand. Eine indeterminierte Wahl, so die Kritik, kann auch nicht vom Handelnden oder durch Vernunftgründe bestimmt sein. Man kann eine solche Wahl nicht von einem Zufallsereignis unterscheiden. Eine bloß zufällige Handlung ist aber kein Ausdruck von Freiheit, sondern von Irrationalität. Libertarier führen zwar extra die Akteurskausalität ein, um Verantwortliches von bloß zufälligem Handeln zu unterscheiden, dennoch sind freie Entscheidungen in libertarischem Sinne immer rein zufällig und nicht erklärbar. Denn entscheidet sich eine Person für die Alternativen A oder B, so tut sie dies aufgrund von bestimmten Gründen. Wählt sie hingegen angesichts genau derselben Gründe einmal A und ein anderes Mal B, so ist die Wahl offenbar unbegründet und damit zufällig. Ein weiterer Einwand ist, dass libertarische Freiheit Freiheit von allen Bedingungen sei. Ein freier Wille ist somit ein durch nichts bedingter Wille, der auch unabhängig von den Einstellungen und dem Charakter der wollenden Person ist. Diesen Einwand erhebt auch der Philosoph Peter Biri und kritisiert, dass ein unbedingt freier Wille nicht nur völlig unrealistisch sei, sondern auch nicht wünschenswert, da er den Menschen überfallen würde wie eine fremde Macht. Zudem wird dem Libertarismus vorgeworfen, zu leugnen, dass Personen und ihre Entscheidungen Teil der natürlichen Welt sind. Wenn nicht andere Umstände festlegen, wie ich mich entscheide, sondern ich selbst diese Entscheidung verursache, muss ich selbst außerhalb des normalen Weltverlaufs stehen und in der Lage sein, von außen in diesen Weltverlauf einzugreifen. Die libertarische Auffassung, dass handelnde und entscheidende Personen nicht Teil der natürlichen Welt sind, sondern von außen in diese Welt eingreifen, ist mit allen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen über die Welt unvereinbar. Der letzte wichtige Kritikpunkt am Libertarismus ist, dass nach dieser Auffassung Personen Wunder bewirken können oder erste Beweger sind, die Kausalketten in Kraft setzen. Die Akteurskausalität unterscheidet sich, wie wir gesehen haben, grundlegend von der Ereigniskausalität. Es handelt sich hierbei um eine eigene Art von Kausalität, über die nur handelnde und entscheidende Personen verfügen. Während bei der Ereigniskausalität ein Ereignis mit naturgesetzlicher Notwendigkeit ein anderes Ereignis zur Folge hat, setzen bei der Akteurskausalität Akteure auf einmal neue Kausalketten in Kraft. Eine solche Annahme widerspricht der kausalen Geschlossenheit der Körperwelt bzw. der Geltung physikalischer Erhaltungssätze. Wie ist deine Meinung? Überzeugt dich eher der Libertarismus oder der Determinismus? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Indeterminismus modern Gerd Keil kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!